Ich bin heute mit Jürgen unterwegs, diesmal am Main-Donau-Kanal. Wir starten da von Dietfurt ab und jetzt für unsere Experten. Gilt das Belgrader Abkommen auch für den Donau-Main-Kanal? Weil ich habe keine Ahnung, ob ich meine Kanalpflanze man einmal voll Shit mitnehmen darf und damit prahlen darf oder ob er, wenn ich hier es fahre, konfisziert werden darf. Das würde mich echt interessieren. So. Jetzt sind wir drin und mit der Feststellung, das nächste Wehr ist näher als gedacht. Da müssen wir wieder raus. Das links ist die Abzweigung von der Altmühl. Da bin ich bei meiner ersten größeren Kajaktour. Bin ich dann in den Donau abgebogen, in den Main-Donau-Kanal abgebogen. Da war ich noch mit der Twist 2 unterwegs. Ja, eine richtig schöne Biberrutsche, schon schön tief rein, gefräst in den Hang. Da geht jemand den Mais abholen. Das ist ein gut genährter Biber. So, schauen wir mal, wie groß hier dieses Altwasser ist. Aber wahrscheinlich auch eher nur ein Hafen. Das geht wirklich nicht weit hinter. So, den haben wir beim Reinfahren gar nicht bemerkt. Da hat es einen Biberbau. Einen richtig schön großen. Also wir haben Sonntag und jetzt ist die große Preisfrage. Kommt heute überhaupt ein Schiff hier durch? Überaus viel befahrenen Rhein-Main-Donau-Kanal. Ja, da war ich auf dem Wasser, das zählt nicht. Während wir rudern. Während der aktiven Tour. So, wir haben es beschlossen, wir gehen das Boot hier kapern. So Windmühlenflügel, die laufen momentan. Das sind Selbstläufer. Kann man gut verkaufen. So, da haben wir unsere erste Umtragung. Und wir haben unsere Bootsjäger nicht dabei, sind zu zweit. Wir gehen einfach schnell umtragen. So, die erste Umtragung wäre beendet. Und an beiden Enden hat es sogar Bootswegen. So, jetzt sind wir im Oberwasser. Oh, schön, kein Wind. Und au, wie geht's? Da geht's in Altwasser rein. Schauen wir mal rein. Ja, das lassen wir bleiben. Da ist eine Steinsperre davor. Nur ein deutliches Zeichen, dass man wohl eigentlich nicht reinfahren sollte. Das ist auch so ein altes Besserchen, aber nur ganz ein kleines. Und gleich noch, wo ich das erste Mal gefahren bin auf dem Main-Donau-Kanal. Von diesen Auslässen sollte man nicht gerade stehen, wenn überraschenderweise doch mal ein Schiff kommt. So, das geht immer ganz fix als eine Biberspur verkaufen. Dann machen sie ein Rennen. Sieht auch so aus, als gibt es ja teilweise echt heftige Biberspuren. Das könnte direkt eine sein. Na. Gute Frage. Da oben, gute Frage, was es ist. Also, ich glaube, ihr sind wahrscheinlich so Vögel beobachten, weil angeln kannst du ja kaum daraus. Kann ich auch nicht vorstellen. So, dann wird mein Freund der Biber wieder geärgert.
Oh, da haben wir so ein Hausboot, wie es da so beim Brombachsee gibt. So ein Hafen damit. Also glaube ich, ist so 20 Stück von den Dingern drin. Oh, jetzt schauen wir mal, was da so alles drin steht. Ich bin ja kein bisschen neugierig. Ich bin nur positiv interessiert. Wollen wir mal schauen, ob da links ein Bach reingeht? Schauen wir mal, ob es ein Bach ist, den wir reinfahren können. Ja, was immer dahinter ist, man kommt auf jeden Fall nicht hin. Das ist abgeriegelt. Jetzt kann man mit dieser Brücke durchfahren. Nur schauen, ob wir da eine Lücke zwischen den Steinen finden. Das sieht interessant aus. Ich bin im Altwasser und jetzt ist natürlich die Spannung, was ist hier mit der Brücke? Ja, das geht weiter. Gut weit. Da ist eine ganze Tagesexpedition dahinter. Das Teil ist echt groß. Da hinten sind wir gekommen. Also mich noch voll rentiert hier reinzufahren. Hier hat eine wirklich große Biberburg. Also das ist ein echt ewig langes Teil, das hätte ich nie gedacht. Der Hammer. Und jetzt ist die große Frage, rechts oder links? Ich glaube, links geht es nicht weiter, aber da rechts schaut es gut aus. Der Biber ist ja echt fleißig. Da schon die nächste Burg. Interessieren, was das hier ist. Von der Breite her könnte das ein Rest vom König-Ludwig-Kanal sein. Aber das Teil hier nimmt echt kein Ende. Bin mal gespannt, wie wir da rauskommen. Ängste hier vorne, da haben wir eine Strömung gehabt, spürbar und eher sehbar. Eindeutig am Bach. Eine archimäische Schraube für einen Kinderspielplatz. Okay, das hat mit Wasser zu tun. Erlebniswelt Wasserstraße. Das ist nämlich echt gut schmal. Das sieht dann irgendwann nach einer langen Rückwärtsfahrt aus. Und ich muss jetzt in Deckung gehen, sonst schlagen wir den Schädel ein. Also allmählich schaut sie echt aus wie im Amazonas. Oh, wir sind am Ende von dem Bach, zum Befahrbahnende und abgesperrt durch einen Biberdamm. Oh, da hat der Specht ganze Arbeit geleistet. So, ja, da kann man sehen noch, da kann man richtig durchschauen. Ein echtes Naturkunstwerk. Und jetzt heißt es wieder ab zurück.
Und ich glaube, hier sind wir von links gekommen. Oh, boing, wenn man hier nicht aufpasst, schon liegt man auf. Das heißt, wenn wir sich klein machen, ist gar nicht so leicht, wenn man so einen Steuerbock vorne drin hat. Muss man erstmal dran vorbeikommen. Das ist garantiert eine alte römische Brücke. Na, jetzt geht mir der Dampf aus, ne? So, jetzt sind wir zurück bei der Brücke. Jetzt sind wir bald wieder aus bayerisch Amazonien draußen. Hier ist wieder die Brücke. Jetzt sind wir gleich wieder im Main-Donau-Kanal. Ah, schade, weg. Jetzt haben wir Blut geleckt, da schauen wir uns auch mal kurz rein. Ja, wahrscheinlich da vorne gleich wieder rausgehen. Jetzt kommen wir in den Bezirk Oberpfalz. Blankenstein. Blankstetten. Ja. Blankstetten kommt als nächstes. Ja, schauen wir mal, wohin uns dieses Altwasser führt. Da ist ein Biberbau. Ich weiß nicht, wie man das Kamera sieht, aber der geht ganz schön rauf. Der Biberbau, der ist viel größer als gedacht. Oh, vor uns liegt die Schleuse Berking. Da sind wir richtig gut vorangekommen. Das könnte interessant sein, das ist mit Brücke. Da können wir eigentlich wieder stehen, oder? Wir wollen nicht widerstehen. Aber ich will jetzt wieder dasselbe haben wie vorhin auch. Am besten noch besser. Ich bin jetzt kein bisschen verwöhnt. Nee, überhaupt nicht. Tja, leider geht es nicht weiter hinter. Da hat es einen echten Wildbach. Aber zum Glück, wenn es nicht zu flach wird, kommen wir da links wieder raus. Aber es wird jetzt gut flach. Da ist Fischsteppe angelegt. Das könnte sein, ja. Ja, das müssen wir mal begutachten von oben. Vielleicht ist es eine Fischtreppe, könnte sein. Schauen wir mal. Schauen wir uns ein Loch raus, kommt das nächste Loch. Schauen wir gleich mal rein. Ich wohne in einem kleinen Bächlein und wie es so ausschaut, ist auch oberhalb abgesperrt durch einen Biberdamm. Eine echt biebrige Gegend. Ich kann es mir nicht vorstellen,
dass er noch viel weiter geht bei der Brücke da. Ups, na. Komm schon. Ja, bei der Geländeform glaube ich kaum, dass viel weiter geht, aber schauen wir mal, jetzt sind wir schon dabei. Oh, die Spannung steigt. Schauen wir mal. Das war nichts, Sackgasse und nicht einmal abgesperrt durch einen Biberdamm. Das ist wirklich echt traurig. Ja. Am besten rufen wir es einfach an, 2 einsame Paddler, also die nicht rausfleusen, weil wir so lieb und nett sind. Ja. Und hier bei dieser Schleuse hat es keinen Bootswagen unten. Ist auch nirgendwo eine Halterung für einen Bootswagen da. Wir überlegen uns gerade, ob ich jetzt die Courage aufbringe und da hochlaufe, um zu gucken, ob oben einer wäre. Gut, das hast du. Oh, okay, hier hätte es einen Bootwagen gehabt am oberen Ende. Aber wir haben es beschlossen, wir drehen um. Es reicht immer eine Staustufe. Jetzt bis zur nächsten Paddeln, das wäre dann doch einfach zu weit. Oh, die Pause ist vorbei. Und nächster Stopp heißt jetzt beim Italiener, den wir unterwegs gesehen haben. Da gibt es gerade hier einen guten Cappuccino. Wie es ausschaut, wird er gerade geschleust. Das heißt, wir bekommen sagenhafterweise ein Schiff zu sehen auf dem Main-Donau-Kanal. Da wird gerade Wasser rausgelassen. Ist nur die Frage, ob es von unten ans raufkommt oder von oben ans runter. Fragen über Fragen. Sieht so aus, als muss irgendein Test. Es rührt sich nichts. Und natürlich, wo ich oben war, da habe ich kein Schiff kommen sehen. Komisch, dass das gesollt hat. Gut, wie ich es als Gewohnheit regelmäßig umgeschaut habe, da hat das glatt von hinten ein Schiff angeschlichen. Die Schleuse hat doch nicht getrogen. Da war doch ein Schiff drin. Da ist wirklich ein Biberbau drin. Den sieht man kaum vor lauter Gestrüpp. Oh, jetzt sind wir bei der Brücke mit den schrägen Bügeln. Zwei Gänsesägermännchen. Hier, so als wenn ich nicht dabei wäre. Okay. Da kommt das erste Sportboot des Tages. Ich glaube, das schafft man nicht. Da bleiben wir stecken. Okay, und ab zum Cappuccino oder Pizza oder was auch immer. Schauen wir mal, was es gibt. So, die Pause ist beendet. Volle Kraft aufs Wehr. Meine kleine Mia, die wird da durch den Bogen machen.
Da in der Ferne. So, da in der Ferne sieht man jetzt die Staustufe bereits. Die ist schwer zu sehen bei den Flimmerrädern auf dem Wasser. So, eine Staustufe wärmen wir uns jetzt. Wenn wir die Boote noch rüber kriegen, dann noch ein bisschen paddeln, etwa 800 Meter und dann haben wir es. Ein Neger muss halt dabei haben, das ist alles. Pigmentiert und weiß. Klug beobachtet. Da geht ganz alle in die Luft. Oh, was, jetzt fahren wir die Treppen runter. Oh ja, genau. Das. Ah ja. Also schön, wenn man so befreit laufen kann. Herrlich. Geht's? Selbstläufer. Ich muss noch nicht mal brennen. Gleich am Schutz. Boote umgesetzt und auf geht's, den letzten Abschnitt. So, am Ziel der Reise angekommen. Es war eine sehr schöne Tour mit einem überraschenden Bach zwischendrin, wo man sehr weit reingekommen ist. Und am Glück habe ich den Rückweg nicht den bekannten Gegenwind, das ging glatt durch.